Outernational ist eine Community und es ist eine Plattform und es ist einmal eine Konzertreihe zu transtraditioneller Musik, also Musik, die mit verschiedenen Traditionen in Kontakt steht, oft zeitgenössisch, und die Reihe ist angedockt im Radialsystem. Und zum anderen ist es aber auch ein Magazin oder ein Blog, und das ist angedockt ans Fun-Magazin. Also es geht eigentlich darum, zu verstehen, wie KünstlerInnen, die mittlerweile in Deutschland leben, mit ihren Traditionen umgehen. Also es dreht sich alles um eine postmigrantische Musik. Und warum bist du damit im Radialsystem? Ich bin damit im Radialsystem, weil das für mich der perfekte Ort ist eigentlich dafür. Also es hat auch damit zu tun, dass wir uns kennengelernt haben. Eigentlich gleich das Gefühl hatten, dass es passt und matcht. Aber der Raum klingt toll. Die Elektronik ist wahnsinnig gut. Das Team passt sehr gut, ist auch selber divers. Und Berlin natürlich als Standort ist einfach auch sehr passend. Ja, ich kann nur aus unserer Perspektive sagen, genau, wir haben uns irgendwann vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal ausgetauscht zu dem Projekt, und das war zu einem Zeitpunkt, an dem wir als Radialsystem auch überlegt haben, wie wir uns vor allem in Bezug auf Musik, vor allem auch in Bezug auf Kunstmusik positionieren wollen, und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass wir als ein Ort, der sich vielleicht als einer der wenigen Orte in Deutschland dezidiert der freien Musikszene widmet, auch die Verantwortung haben, eben Kunstmusik auch neu zu verorten, jenseits von einem sehr normativen, repräsentativen Musikbegriff und Verständnis, und eben neue Referenzsysteme aufbauen. Und das ist ein langer, langer Weg, glaube ich, weil wir natürlich auf der anderen Seite sehr viele Programme, Orte, Festivals haben, die doch sehr stark noch den ganz doch auch engen kulturellen und musikalischen Kanon zeigen, repräsentieren. Und da war für uns irgendwie wichtig, auch dem was gegenüberzustellen. Und da ist Outernational dann wiederum, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir auch dafür auch einen Bezugspunkt brauchen oder vielleicht eine Keimzelle sozusagen, von der aus wir auch Dinge denken können. Und Outernational ist da aus vielerlei Gründen wirklich genau richtig. Ja, das Outer meint ja auch einen Zwischenraum, und ich finde, was eigentlich von Anfang an, obwohl wir mit der Pandemie eigentlich gestartet sind, echt gut geklappt hat, ist, dass wir ein super heterogenes Publikum erreicht haben und auch eine immer volle Seele hatten. Also eigentlich ist es ganz schön, finde ich, zu sehen, dass so dieser Zwischenraum hier zum Zentrum wird eigentlich. Also was das Alter angeht, was die Herkunft angeht. Also es ist einfach in jeglicher Hinsicht total divers, und das kommt vielleicht auch mit dadurch, dass wir auch Listening-Sessions machen. Das ist noch ein wichtiger Punkt, also dass wir die Konzerte nicht mit einer klassischen Einführung und auch nicht die Traditionen ausstellen. Das ist jetzt, hört mal hin, Kehlgesang aus Usbekistan, sondern sowieso in dem Programm mischt sich schon sehr viel, und der Einstieg mit den Listening Sessions ist eben immer eher über ein Thema. Es kann eine Denkerin sein, das kann eine Wissenschaftlerin sein oder ein Philosoph, und jetzt im nächsten Programm ist es ein Ökophilosoph. Und was das auch berührt, ist, dass die Musik eben nicht im luftleeren Raum steht. Das ist halt in der Beschäftigung mit den KünstlerInnen was sich so durchzieht, dass man einfach nicht sagen kann, die Musik ist schön und deswegen hat sie mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Und das ist ihre Qualität und die müssen wir jetzt irgendwie huldigen, sondern auch im nächsten Programm ist es eine iranische Komponistin beteiligt, und ihr Stück hat mit dem Kompost zu tun, also auch mit der Feier des Lebendigen im Kontext des Todes. Und dann kamen die Proteste und die Revolution im Iran, und jetzt ist ihr Stück ein ganz anderes geworden. Und das ist eigentlich bei Outernational fast immer passiert mit den Programmen. Ja, das finde ich total wichtig, dieser Aspekt des luftleeren Raums, also den wir auch, sagen wir, in einem europäischen Verständnis von Musik sehr lange hochgehalten haben oder, sagen wir mal, behauptet haben vielleicht auch eher, weil im Rückblick auf die Geschichte der Kunstmusik in Europa ja auch immer klarer wird oder sehr offensichtlich eigentlich ist, dass diese vermeintliche Autonomie von Musik aber immer auch Ausschluss bedeutet hat und immer auch bedeutet hat, dass
bestimmte Teile der Gesellschaft teilhatten an der Produktion dieser Kunstform oder dieser Kultur und viele andere Teile eben auch nicht. Und das, finde ich, macht Outernational auf ganz vielen Ebenen auch bewusst oder einfach ganz lustvoll auch erfahrbar und eben ohne eine Form von Exotisierung von Musiken, sondern eher in einer Form von eines gemeinsamen Verhandelns von Kultur. Und das ist was wir im Radialsystem auch auf unser ganzes Programm versuchen zu tun. Und deshalb ist es eine Kooperation, die hoffentlich noch sehr lange weitergehen wird. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir gemeinsam Anträge stellen, versuchen, so ein Programm auch langfristig aufzustellen, weil es, wie gesagt, ein langer Atem ist, auch ein Bewusstsein zu verändern, auch gerade in der Kunstmusik. Aber eine Kooperation, die sich auf allen Ebenen, glaube ich, lohnt für uns. Ja, ich glaube, der Ort ist gar nicht zu unterschätzen. Also es ist schon so, dass die Reihe auch in Europa dann gastiert. Also hier werden die Programme entwickelt und dann gibt es Partner auch in Europa, wo die Programme dann hinwandern. Aber ich glaube, diese Heimat ist total essentiell. Also für die KünstlerInnen, die sich einfach freuen, hier hinzukommen. Und dann ist man mal eine Woche da und kann es wirklich proben und entwickeln. Und das ist auch was wir gerne ausbauen wollen, dass es mehr wie so Residenzen werden, in denen auch wirklich zusammen gedacht und gearbeitet werden kann. Vielleicht sogar länger als eine Woche, was schon ein Luxus ist auf eine Art. Aber das finde ich total wichtig für die Zukunft oder wäre ein großer Wunsch von uns. Ja, und aber auch natürlich fürs Publikum, weil es auch manchmal nicht so leicht zu vermitteln ist eigentlich. Was ist es denn jetzt? Also es ist eben nicht in 3 Worten zusammenzufassen. Und auch dafür ist es, glaube ich, total gut, so eine Kontinuität zu haben und einfach immer wieder zu kommen. Und es gibt so eine Formulierung des subversiven Zuhörens, die ich auch schön finde. Also dass es so ein wiederkehrender Raum für ein subversives Zuhören wird oder ist. Es geht auch um eine Stärkung von künstlerischen Positionen, die etabliert werden und mit dem Publikum in Kontakt treten, aber darüber hinaus auch eben weiter Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist auch schön an Outernational, dass sozusagen dieser Nachhaltigkeitsgedanke in dem Format selber schon mit drin konzeptioniert ist. Ja, und angedockt ist ja auch eine Community-Arbeit wirklich, dass wir die ansprechen und halt wegkommen von dem, wir haben jetzt irgendwie eine bekannte türkische Sängerin und die erreicht ihre Community, sondern dass sich das wirklich durchmischt. Und das ist, glaube ich, was es so noch nicht viel gibt. Und eine andere Achse, die wir dann ja auch spannen im zweiten Schritt mit den Partnern, ist auch zu Institutionen, die nicht der freien Szene eigentlich zugehörig sind, so stark, dass wir die auch ansprechen. Und das ist eben was, glaube ich, in der Entwicklung nur an einem Ort wie hier funktioniert. Aber die Programme können dann auch sehr wohl mal irgendwie in der Alten Oper Frankfurt, wo wir gerade waren, gezeigt werden und funktionieren da auch. Aber die Öffnung ist, glaube ich, einfach ein langsamerer Prozess so. Und da sind wir auf jeden Fall dran, stetig.